Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Quasselrundenzeit und das in der vorweihnachtlichen Zeit. Zweiter Advent, ihr seht, 2 Lichter brennen. Und ob die Amerikaner wirklich auch so eine Adventstradition haben und was hier noch so abgeht um die Feiertage. Das erzählen wir euch in diesem Video. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt ihr Zuhause, wo der neue Traum beginnt. We wish you a Merry Christmas. Ich kann das eigentlich nicht mehr hören. Ne? Die Amerikaner, die fangen sehr früh damit an, oder? Und zwar genau einen Tag nach Thanksgiving eskaliert hier quasi die Nachbarschaft, was die Deko angeht. Absolut richtig. Also Thanksgiving quasi ist noch so die Zeit, die dem Truthahn und den Kürbissen gehört, und danach wird alles weggeschmissen und es ist sofort Weihnachten, und zwar von 0 auf 100. Truthahn. Vielleicht interessiert euch ja, wie diese Zeit hier so abläuft. Also ich sag mal, zwischen Thanksgiving, also irgendwie eine Woche vor Thanksgiving und bis Neujahr ist man eigentlich total in Feierstimmung hier, oder? Absolut richtig. Und das ist komplett anders als das, was wir aus Deutschland kennen. Und deswegen dachten wir, holen wir euch da jetzt mal ein bisschen rein und erzählen euch, wie das hier so abgelaufen ist und ablaufen wird. Genau, also vielleicht fangen wir mal mit Thanksgiving an. Also meine Eltern, die glauben ja immer, Thanksgiving wäre sowas wie Erntedankfest, ne? Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, oder? Absolut nicht, aber das dachte ich am Anfang tatsächlich auch, weil es ist halt dieses große Fest mit dem großen Truthahn und den wirklich 1000 Beilagen, und das ist ungelogen, so viele Beilagen, und es geht alles ums Essen, ums Danke sagen, und natürlich liegt es nahe, dass man denkt, das ist Erntedank. Aber? Es hat was mit den Pilgern zu tun, die quasi über Amerika hergefallen sind. Genau, aber dann wird ja kein geschichtliches Video hier. Darum, also Thanksgiving, das wird, also ich meine, für die Amerikaner ist ja alles eine Season, eine Saison. Ne? Das ist ja, in Deutschland ist immer so, an dem Tag ist Thanksgiving und an dem Tag ist Weihnachten. Aber hier hast du über Wochen Weihnachten. Ich weiß, komm. Das ist für die Katholiken und Evangelien unter euch, ich weiß, das ist nicht korrekt, aber... Komm, wollte ich gerade sagen, in Deutschland hatten wir die Adventszeit und die waren auch 4 Wochen vor Weihnachten. Da haben wir auch ordentlich gefeiert. Aber es ist, also den Unterschied haben wir ja schon mal irgendwann letztes Jahr gesagt, es ist halt hier sehr viel mehr Party als im besinnlichen Deutschland mit den wunderschönen Christmas Markets, Weihnachtsmärkten. Die vermissen wir hier total. Aber der Reihe nach, ne? Also lass uns doch erstmal über Thanksgiving anfangen. Nochmal, wir haben gesagt, es ist kein Erntedank, sondern es ist was anderes. Ihr seht schon, wir sind wieder top vorbereitet. Also Thanksgiving hatten wir tatsächlich Besuch. Die Hütte war voll und wir hatten tatsächlich 5 Gäste, nämlich die Eltern des Freundes meiner Tochter waren hier aus dem Ausland, aus Kalifornien. Und coole Leute, also wirklich. Die hatten 2 kleine Kinder, 5 und... Genau, 5 und 10. 5 und 10 und natürlich der Freund meiner Tochter, 17 oder 18 ist der, ne? Ja, genau. Und dann die beiden. Und was soll man sagen, es hat mega gut geklappt. Wir hatten echt einen Hammer-Spaß. Und das, obwohl die Kleine uns ein absolutes Mega-Andenken mitgebracht hat. Die war nämlich ein bisschen krank auf dem Flug hierhin. Und diese Viren waren echt schlimm. Genau, die haben dafür gesorgt, dass ihr letzte Woche nicht mit einer Quasselrunde versorgt werden konntet. Aber dir geht's wieder besser. Mir geht's wieder sehr gut. Aber es ist kalt hier. Guck mal, es ist wirklich kalt in Austin. Ja, guck mal, es ist kalt hier und ich sitze hier im T-Shirt. Nein, du warst ja noch nicht total draußen. Warm. Du warst ja noch nicht draußen. Also draußen waren heute Morgen 2 Grad. Also Texas hat durchaus Jahreszeiten. Und, ja, aber Jahreszeit an einem Tag. Denn heute Nachmittag ist wieder nicht 2 Grad. Heute Nachmittag ist wieder 20 Grad. Aber nein, Texas kann auch kalt, das solltet ihr auch wissen, wenn ihr mal hier hinkommt, gerade zur Zeit jetzt. Packt euch ein Jäckchen im Pulli und irgendwie einen Schal ein, weil es ist wirklich kalt. Genau, aber wir schweifen wieder ab, denn ich wollte ja eigentlich von dem Besuch erzählen. Also das hat uns natürlich, wenn du amerikanische Gäste hier hast, ne, dann gibt es natürlich auch einen guten Einblick in, wie Amerikaner so Thanksgiving feiern. Und wir haben uns stets bemüht, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Also wir feiern ja ähnlich Thanksgiving wie die Amerikaner auch schon. Wir haben uns das ja angewohnt. Ne? Ja, genau. Aber die Tina hat recht. Es geht eigentlich mehr um die Beilagen als um den Truthahn an dem Tag, ne? An dem Tag schon. Also ich meine natürlich, der Truthahn ist das absolute Highlight und das ist quasi hier wirklich in diesem Hause auf jeden Fall absolute Männeraufgabe, weil er macht den absolut besten Truthahn diesseits der Hemisphäre, oder? Yeah.
Auf jeden Fall wirklich, der Truthahn ist sensationell gut und da darf halt kein anderer ran. Und das verstehe ich, weil der ist saftig, der ist lecker. Und Das ist halt gefährlich. Truthahn ist halt schnell trocken. Ne? Also wenn er zu lange drin ist und zu heiß ist, ne, dann hast du so trockenes Fleisch da. Nein, wir zelebrieren das. Gehört ja auch ein bisschen Tradition zu. Ne? Also der Tag Thanksgiving, der geht eigentlich immer gleich los. Das ist der gleiche Ablauf wie auch Weihnachten oder was auch immer. Ne? Das sind festgelegte Regeln, die nicht festgeschrieben sind, aber wir stehen auf, wie jeden Tag eigentlich. Und dann gucken wir ein bisschen die Macy's mit TH, ne, ist gar nicht Miss TH, Macy's Parade in New York. Genau. Und die gucken wir live im Fernsehen. Die geht morgens los, ist ja Eastern Time, wir sind Central Time, das heißt früh aufstehen. Genau, und die Parade, die ist echt immer richtig, richtig toll und macht Spaß und gehört für uns mittlerweile echt zur Tradition dabei. Ich meine, wir sind jetzt, das wievielte Weihnachten ist das für uns? Das hier. 2000 years later. Also das wievielte Jahr? Ist das dritte oder vierte Mal Weihnachten? Nee, dritte Jahr Weihnachten. Sicher? Nee. Vierte Jahr Weihnachten. Vierte Jahr Weihnachten, genau. Viertes Mal haben wir das jetzt schon. Beim allerersten Mal Thanksgiving, weiß ich noch, waren wir bei Freunden eingeladen Genau. und durften da mal reinschnuppern. Und auch da, es ging alles um die Beilagen. Ja, absolut. Also vom Tagesablauf war wirklich so. Also wir gucken dann die Thanksgiving-Parade bei Macy's in New York. Die geht Stunden. Ne? Also Ja. das ist jetzt kein Event, wo du sagst, ja 20 Minuten mal Parade gucken, sondern die Live-Übertragung hier im amerikanischen Fernsehen. Die geht um 7 Uhr morgens 7 Uhr morgens Central Time los, also 8 Uhr in New York. Und da gucken wir ein bisschen rein. Die haben immer ein paar Stars da, die da so rumnehmen. Mein persönliches Highlight war Lainey Wilson, die wir auch schon live gesehen haben hier im Moody Center in Austin. So, und dann geht's eigentlich schon los, ne? Ja, genau. Und dann fangen wir an, die Beilagen vorzubereiten. Und dieses Jahr wurde halt wirklich Wert darauf gelegt, dass es Stuffing gibt. Stuffing, wie kann ich euch das sagen, was das ist? Das ist Brot. Erstmal musste das Brot ganz frisch gebacken werden, dann musste das Brot geschnitten werden und nochmal geröstet werden, damit es dann wieder mit Flüssigkeit übergossen werden kann, um dann wieder nochmal neu geröstet zu werden. Also, und das schmeckte gar nicht mal ganz so gut. Ja, aber ich habe auch probiert. Ich bin deiner Meinung, da gibt bessere Beilagen. Aber mein Gott, für die ist das halt auch Tradition, ne? Oh ja, also Stuffing war bis jetzt bei jedem, wo wir, oder jedes Mal, wo wir Thanksgiving gefeiert haben, war Stuffing immer ein Thema. Diesmal haben wir es komplett selber miterlebt, wie Ashley das gemacht hat. Und das war schon aufwendig. Also Ashley ist die Mutter. Genau, mit Ashley habe ich hier mich in die Küche gestellt und wir haben sehr entspannt gekocht. Das war wirklich super klassisches entspannt. Rollenbild, ne? Die Männer saßen vorm Fernseher, wir haben da 12, also am Thanksgiving gibt es immer 2 Sonntagsspiele, 2 NFL-Spiele, ne? Und wir haben das 12 Uhr Spiel geguckt und die Frauen waren in der Küche. Klassisch. Ja, aber es Ich hat liebe Spaß Rollenverteilung. Es hat super viel Spaß gemacht. Also wirklich, das war richtig cool. Auch die Cranberry-Soße, jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Du meinst nicht Dose auf und fertig? Nein, sondern richtig frisch machen. Und das mache ich jetzt für Weihnachten, mache ich die auch, weil das ist so simpel. Das ist auch gut. Und mal ganz ehrlich, jetzt so eine Dose kostet $3 und die Cranberries kosten 97 Cent. Das ist ja, was wir da gespart haben. Da können wir ja Monate von zehren. Also Leftovers ist auch noch ein Thema, keine Angst. Ja. So, wie geht's denn weiter? Also ich habe dann den Truthahn vorher vorbereitet. Ne? Bevor wir das Footballspiel geguckt haben, habe ich also du musst ja dann die Haut ablösen vom Truthahn und dann wird die mit Kräuterbutter und Zitrone und so eingerieben, unten und oben und lange Geschichte, kurzer Sinn. Da gibt es übrigens von unserem zweiten Thanksgiving hier, gibt's ein YouTube-Video, wo ich das mal aufgenommen habe. Genau. Und den machen wir immer noch so und der ist immer noch sensationell. Auf jeden Fall bleibt der 4 Stunden im Ofen, das heißt, die Männer haben nichts zu tun. Wir haben uns ein Bierchen getrunken, kann man ja machen um 11 Uhr. Das funktioniert ja, also Thanksgiving ist wirklich den ganzen Tag nur Essen und Trinken. Ne? Ja, genau. Essen, trinken, Football gucken. Darum geht's quasi, wirklich. Und wir Frauen in der Küche eben uns um die Beilagen gekümmert, alles Mögliche gemacht, waren aber auch total entspannt, bis dann irgendwann mal sagte, haben wir das? Nee, dann haben wir die Kinder noch mal losgeschickt. Ich glaube, die mussten noch mal Butter holen, weil wir zu wenig Butter hatten, weil du, glaube ich, 4 oder 5 Buttersticks schon verbraucht hattest für den Vogel. Das ist halt ein Vorteil der USA. Ne? Thanksgiving ist ja ist kein heiliger Feiertag, ne? Aber es ist schon ein Feiertag, wo alle zu haben. Und der Supermarkt hat auch um 4 Uhr zugemacht. Ne? Ich glaube, um 2 sogar. Ja. Der war richtig früh zu. Die Kinder kamen dann nach Hause und sagten so, habt ihr ein Glück? Der war nämlich gerade, haben die uns schon fast rausgekehrt dort. Ja. Also es gibt wenige Tage, wo der Einzelhandel hier zumacht.
Thanksgiving ist ein halber Tag und der erste Weihnachtstag ist, glaube ich, auch zu bei vielen. Ich Ne? glaube auch. Neujahr machen die später auf, das weiß ich. Da machen die erst um 12 auf. Ja? Also, die haben dann irgendwie nicht den ganzen Tag zu, aber die machen dann erst um 12 auf. Weiß ich nicht, Also da zumindest schlaf ich der Supermarkt hier, der H-E-B, da schläfst du noch. Aus dem Alter bist du raus. Nein, ich hoffe, dass ich da mal schlafe. Okay, also dann haben wir ganz, ganz viel gegessen hier zu Thanksgiving. Saßen dann mit 9 Leuten hier an diesem Tisch drum. Das war echt total schön. Und Leftovers war eine ganze Menge. Also wir haben noch tagelang danach tagelang. gegessen. Weil du hast ja, also ich glaube, der Truthahn war 20 Pfund, ne? Also 20 Pfund. Das war genau. das Größte, was ich gekriegt habe für die 9 Leute. Das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. Nämlich den Truthahn, das haben wir beim allerersten Mal falsch gemacht. Den musst du schon fast eine Woche vorher aus dem Tiefkühler... Oder du kaufst frisch. Mhm. Ja. Ja, oder, also wir holen den Butter, bla bla bla, also einen wirklich guten, aber den müssen wir... Und den müssen wir aber eine Woche vorher aus dem Gefrierfach rausnehmen und in den Kühlschrank reinlegen zum Auftauen. Wir haben es bei 20 Pfund diesmal 10 Tage gemacht. Und das war auch gut so. Genau, ich habe 10 Tage vorher beim AGB hier den Truthahn geholt. Und das ist schon knapp, ne? Weil die großen Dinger, die sind immer sofort weg. Ja. Ne? Also ich habe den letzten 20 Pfund Truthahn bekommen, habe den auch sofort in den Kühlschrank gelegt. Ne? Unten freigemacht, habe den da reingelegt, dann hat er über Tage dann aufgetaut. Das war auch gut so. Ja, genau. Und lecker war er. Also wirklich super, super lecker. Aber ich meine, 20 Pfund, selbst mit 9 Leuten, hast du es nicht aufbekommen. Wir hatten auf jeden Das liegt Fall... ja auch daran, weil du ja nicht nur Truthahn isst. Du isst ja auch die ganzen Beilagen. Waren ja Millionen von Beilagen auf diesem Tisch. So, und dabei trinkst du dann noch ein Bierchen, ne? Oder ein Weinchen oder sowas. Du bist ja schnell satt. Ne? Ja, genau. Was gab es denn alles dabei? Macaroni und Cheese hatten wir dabei. Das ist nicht mein Favorit. Wir hatten, das war denn mein Favorit, wir hatten auf jeden Fall Rotkohl. Wir packen immer Rotkohl dazu, weil das ist so ein bisschen unser German Twist. Und ich mag sehr gerne Rotkohl zur Herbst- und Weihnachtszeit. Was haben wir noch dabei gehabt? Wir hatten so viel. Ja, Wir hatten wir Spätzle dieses Mal? ich bin mir nicht sicher. Bin mir auch nicht sicher. Aber wir hatten also richtig, richtig, richtig viel. Und, Also ihr merkt, es geht einfach auch nur ums Essen. So, also das war wirklich so, ne? So, die Damen waren in der Küche, haben alles vorbereitet und dann gab es irgendwann das 4 Uhr Spiel, ne? Also die Cowboys haben gespielt, dann haben wir natürlich geguckt hier am Football und dann haben wir gegessen, haben uns dabei eingeschnasselt, ne? So, und am Ende kam irgendeiner auf die Idee noch zu spielen, ne? Genau, dann haben wir noch gespielt und dann war der Tag auch rum, ne? Also wir sind auch irgendwie gar nicht vor die Tür gegangen. Hier an der Straße weiter, an der Lacrosse, Ja. ne? Da gab es den Turkey Trot, aber du hast zu Recht gesagt, ich möchte nicht mit, was hast du gesagt, mit Karens, mit Kinderwagen. Ne? Ja, genau. Also Turkey Trot müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein 5-Meilen-Run, den gibt es in der Innenstadt, gibt's einen, dann bei uns in der Nachbarschaft gibt es auch einen. 5 Meilen? 5 Kilometer, Entschuldigung. 5 Kilometer Run. Und mal ganz ehrlich, Thanksgiving, wer geht denn da rennen? Also wer geht, ich meine... Ich hoffe immer so, ne, dass wenn meine Töchter heiraten, dass die nicht in so eine Familie einheiraten, wo man Thanksgiving oder vor Weihnachten noch mal so einen 5 oder 10 Kilometer Marsch macht. So richtig so, damit das reinpasst. Ne? Super so, motiviert. Leute, ihr müsst viel entspannter sein. Weißt du, das ist halt irgendwie, wir sind jetzt auch in ein gewisses Alter. Ne? Du brauchst jetzt nicht mehr super mega fit sein vor Thanksgiving. Ne? Du stehst auf, machst dir einen Kaffee, ne? Und das zweite Getränk muss ein Bierchen sein. Naja, nein. Aber also, ihr hört schon, wir hatten einen super, super, super entspannten Tag. Und direkt einen Tag danach, zack, ging der Tannenbaum auf. Die ganzen Kürbisse wurden weggeschmissen und wir haben hier hardcore dekoriert. Für Christmas, die Adventskalender für die Kinder sind aufgehangen worden. Ich habe die gemacht. Und auch das ist, es wird hier immer mehr zum Trend. Advent Calendars, aber die sind eher so ein bisschen, ich weiß gar nicht, also weil die kennen die Tradition ja nicht wirklich. Also jedes Mal, wenn ich über einen Advent rede, die kennen das Wort Advent Calendar, aber die kennen nicht Advent. Nee, weil das einfach auch keine Katholiken sind hier, ne? Sondern, ja weiß ich, Lutheraner, Baptisten und sowas, die haben die Tradition halt nicht, ne? Aber das stimmt schon, ne? Also du hast genau gesehen, also es gibt ja auch Thanksgiving-Deko für die Häuser, ne? Ja. Also wenn ihr hier durchfahrt, ihr seht ja zu jeder Jahreszeit irgendwelche Leuchten, irgendwelche Lichter, irgendwelche Inflatables, also diese Figuren, die so aufgeblasen werden, die davor stehen, die beleuchtet sind, ne? So, und vor Thanksgiving hast du ganz viele diese aufblasbaren Truthähne. Ja. So, und genau einen Tag nach Thanksgiving, also an dem Montag, siehst du die Leute, die alle draußen rumrennen, ne, mit den Kartons mit der Weihnachtsdeko. Und dann fangen die an, ihre Leitern aufzustellen und das Haus weihnachtlich zu beleuchten. Und wir haben mitgemacht. Wir haben mitgemacht und unsere Nachbarschaft, wirklich, vielleicht
kann André da hier mal ein bisschen was reinschneiden. Unsere Nachbarschaft sieht so wunderschön aus. Also die Lichter hier, das ist ein echtes Highlight. Ich weiß, in unserer alten Nachbarschaft war das schon schön, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es hier mehr belaufbar ist in der Nachbarschaft, dass es noch hübscher ist, weil wir noch mehr rumlaufen. Ja, also ich sag mal, die Eskalationsstufe in der anderen Nachbarschaft, die war gerade bei den 2 Häusern oder auf der anderen Straße, war die höher. Ne? Also die haben mehr eskaliert. Aber hier gibt es natürlich auch ein paar Häuser, ne, wo ich denke, so alter Schwede, habt ihr ein Atomkraftwerk im Garten stehen? Oder was? Das ist ja extrem, ne? Ja, genau. Also ich find wirklich, unsere Nachbarschaft hier in der Area, wo wir jetzt wohnen, die gibt genauso Gas. Ja. Und ich meine, was wir noch machen wollen zum Thema Dekorieren, es gibt in Keil ein Haus, das Pfefferkuchenhaus, also Gingerbread House. Das soll mega, mega, mega toll ausschauen. Und wir haben hier in Austin die 37. Straße. Die ist sogar tatsächlich in den verschiedenen Zeitungen und Blogs hier aufgenommen seit Jahren. Marco Polo Reiseführer. Seit Jahren eine Institution, dass um die 37. rum die Häuser so toll dekoriert sind, dass da sogar Touristen durchgekarrt werden. Das ist auch geil. Dann wohnst du in der Straße und dann halten da Busse an, um die Touristen durchzujagen für die Beleuchtung. Ne? Ja, aber ist auch ganz entspannt. Das ist wunderschön hier. Also ich liebe die Beleuchtungen, ich liebe das, was die Menschen hier machen. Wie viel Mühe die sich geben, für andere eine schöne Zeit zu zaubern. Ja, kommentiert mal hier wieder schön, welche Energieverschwendung das ist und was das für Auswirkungen auf die Umwelt hat. Es sieht wunderschön aus. Das ist mega. Und es ist für meine Stimmung super schön. Und wir haben natürlich unser Haus auch wunderschön beleuchtet. Mal, wir haben hier an dem Baum, seht ihr jetzt ja nicht, weil die Kamera da jetzt feststeht. Aber an dem Baum, da ist zum Beispiel so eine beleuchtete Leiter, wo der Nikolaus hochklettert. Die ist riesenlang, die geht den ganzen Baum hoch. Wir haben hier in dem Baum so, wie so Tropfen, die runterfallen. Ne? Ansonsten ist natürlich, da vorne stehen 3 Rehe, die sind beleuchtet. Ne? Und wir haben natürlich hier die ganzen Lichterketten draußen hängen. Ne? Es sieht total schön aus. Und genau auch hinten, da haben wir auch Lichterketten. Also wir haben einmal das ganze Haus beleuchtet, auch innen drin haben wir sehr viele Lichterketten hängen. Es ist die schönste Zeit und hier wird halt unglaublich viel mit Licht gemacht. Genau. Und insgesamt auch viel Dekoration. Auch in den Städten. Wir waren jetzt in Fredericksburg und die haben eine deutsche Adventpyramide da stehen. Die haben einen Tannenbaum da stehen und einen Hanukkah-Kerzen da stehen. Genau. Also die dekorieren hier extremst viel für alle in den Städten, in den kleinen, niedlichen, auch Börne war ja auch so süß. Ja, die Beleuchtung ist toll. Also ich mag das halt hier im Dunkeln auch durchzufahren. Ja, das hat schon eine tolle Atmosphäre. Aber Hanukkah ist halt auch ein Thema. Ne? Also hier gibt es auch ganz viele jüdische Mitbewohner und die feiern natürlich nicht Weihnachten, die feiern Hanukkah. Ne? So, und ihr könnt eigentlich, hat mir meine Tochter erklärt, weil die einen israelischen Freund hat, beziehungsweise der ist US-Amerikaner, aber kommt ursprünglich aus Israel. So, und du kannst immer die Häuser daran erkennen, wenn die blaue Lichter haben, weil Hanukkah, jetzt bin ich nicht der Experte, ehrlich gesagt, ne, aber Hanukkah ist anscheinend die Farbe Blau, das Mittel der Wahl. Und darum sind, wenn die draußen blau beleuchtet sind, kann man sagen, das sind mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit jüdische Bewohner, die da sind. Ne? Genau. Und Hanukkah und Weihnachten fallen halt oft zur gleichen Zeit. Dieses Jahr ist, glaube ich, der erste Tag von Hanukkah der 14. Dezember. Und da geht dann ein bisschen früher, ne? 8 Tage lang. Genau, aber letztes Jahr oder so war es, glaube ich, auch zum 2. Weihnachtsfeiertag oder so. Also es ist immer in etwa um die gleiche Zeit und alle dekorieren hier und das ist so wunderschön. Genau, also es gibt also der Unterschied, glaube ich, zu Deutschland. Deutschland ist festlicher, ne? Also Deutschland ist mehr gediegener. Du hast mehr, also wenn du das beschreiben müsstest, ist mehr so gelbliches Licht, so gediegeneres Licht. Ne? Die Weihnachtsmärkte sind romantischer mit den Holzhütten. Ne? Du hast immer so den Eindruck, dass du da in so einem Bergdorf bist. Ne? Und hier, also Tina sagt immer Party, ne? Aber das ist gar nicht Party. Also Party ist ja für mich hoch die Tassen Après-Ski. Ne? Und das ist nicht so. Ne? Das ist mehr Familienfest hier. Du hast mehr den Grinch hier, du hast mehr so Charakter, die hier rumlaufen. Ja, das hast du auch. Und die Dekoration ist Gelsenkirchener Barock hier. Mit den ganzen bunten Lichtern. Also das schon, aber du hast hier Party, weil, ich sag nur Stichwort Christmas Pop-Up Bars. Also es gibt so viele Bars, die mega auf Christmas dekoriert sind und die Cocktails alle. Also da wird schon Party gemacht. Und ja, aber das ist nicht so Eskalationsstufe Après-Ski. Also wir waren ja jetzt am Sonntag in der Christmas Bar. Das ist auch eher so
und setzt sich hin, trinkt ein bisschen was. Das war am Sonntag und wenn man an einem anderen Tag geht und vielleicht mal ein bisschen später geht und nicht um 6, ist die Stimmung da auch schon ein bisschen anders. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir da ein bisschen älter sind und nicht ganz so gerne Party machen wollen, aber hier wird schon ordentlich Party gemacht. Also mein ganzes Social ist voll davon, wie viele Christmas-Partys hier wirklich jeden Tag stattfinden. Also es ist schon ein bisschen anders. Und ja, du hast recht, wir haben auf der anderen Seite extremst viel für Familien hier. Die ganzen Walkthroughs, also auch da, ich denke, wir nehmen euch mal mit. Übernächste Woche wollen wir durch diese Silka Park gehen. Das heißt Trail of Lights und das ist wunderschön für Familien und also ein Träumchen, wirklich ein Traum. Und das Peppermint Parkway und all diese, jetzt ist in New Brownsville heißt es, glaube ich, Santa's Ranch. Und es gibt so viele Lichter, wo du durchlaufen kannst, was so ein bisschen Weihnachtsmarktcharakter hat. Anders als in Deutschland, aber sie versuchen es immer mehr und es wird auch immer mehr. Guck mal, der Peppermint Parkway, da waren wir beim allerersten Jahr und das war noch relativ wenig. Und letztes Jahr war schon mit extremst vielen mehr Buden, mehr Essen, viel mehr für die Kinder, Santas Werkstatt. So einen Markt drum aufgebaut. Genau, und dieses das Jahr... ist an der Formel-1-Strecke, ne? Also, ja. Die haben ein Stück der Formel-1-Strecke, da haben die so einen Durchfahrt gemacht, ne? Irgendwie mit Musik, mit Lichter und Co. Ne? Genau, und dieses Jahr ist es noch größer geworden, da gibt es noch mehr Hütten und noch mehr... Also es wird immer... Ich habe das Gefühl, diese Sehnsucht nach deutschen oder europäischen Weihnachtsmärkten ist hier schon sehr, sehr stark. Ich habe das Gefühl, die Sehnsucht nach noch mehr Gewinnen ist sehr, sehr stark. Ja, aber auch die Sehnsucht danach, diese Gemütlichkeit so ein bisschen hier hinzuholen. Ja, das stimmt. Und weil ich finde, es wird halt in den 4 Jahren, oder 3,5 Jahren, wo wir jetzt hier sind, ich finde, Weihnachten hat sich schon fast verdoppelt hier, was die Attraktionen angeht, was die Walkthroughs angeht, was die Pop-Ups angeht, was die Bars angeht, was die Foto-Ops angeht, was alles Mögliche angeht. Es ist viel mehr geworden. Ja, absolut, das ist so. Ne? Und ich finde auch, mittlerweile ist es auch so, die laden auch mehr zum Verweilen ein. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so dieses Schnelllebige, dass sie irgendwie husch mal durch, damit wir schön schnell wieder durchbekommen. Ne? Auch am Silka Park, wo wir da hingehen, ne? Dann haben die dann Feuerstellen, wo man so Stockbrot machen kann, so Marshmallows, ne? Wo dann der Grinch rumläuft. Also du bleibst viel länger an einem Ort. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen runtergekühlt, ne? Von irgendwie, wir jagen da ganz viele Menschen durch, zu, hey, bleib doch mal hier, trink ein Bierchen, trink den Glühwein übrigens. Wir waren im Mozarts Café. Und da ist Tina eingeladen worden, weil die wieder so einen Artikel schreiben sollte oder was auch immer, keine Ahnung, war so ein Reporter-Event, bevor die geöffnet haben. Und die haben tatsächlich einen deutschen Weihnachtsmarkt da. Die haben einen Stand, der aussieht wie ein deutscher Weihnachtsmarkt, aber die hatten einen deutschen Glühwein da. Und den haben wir probiert und ich muss sagen, der war der Knaller. Das war wirklich deutscher Glühwein. Und ich habe bestellt, ich sage hier, One Glühwein. Ne? Sie so, oh, cool. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden höre, der das ausspricht. Wir haben uns schon gefragt, wie man das denn ausspricht. Und dann hat sie mir das gegeben und guckte mich so die ganze Zeit an. Und ich sage, boah, super authentisch, super. Sie so, ja, super, haben wir einen guten Glühwein. Das war echt toll. Das Besondere da war, und das haben wir dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht, Christmas Lights auf dem Wasser. Also da sind wir dann auch durch so Christmas-Tunnel, Lichttunnel auf dem Wasser mit so Schiffchen durchgefahren, mit so einem Donutboot. Das war total toll. Ja, super Atmosphäre. Ne? Also wenn es dunkel draußen ist, ne? Und die Sterne sind da, ne? Und dann haben die mitten auf den Fluss, auf dem Colorado River, haben die dann so Flöße hingestellt, ne? Die dann so überdacht sind mit Lichtinstallationen und dann sind die Boote da durchgefahren. Also wirklich ganz toll, überall dieses Weihnachtsgedudel, ne? Was mir ehrlich gesagt zu früh anfängt. Ne? Also du hast ja, wir waren, ich glaube, einen Tag vor Thanksgiving waren wir im AGB und da saß schon der Nikolaus, der Santa Claus und hat schon die Kinder auf den Schoß geholt, um die Wünsche entgegenzunehmen und du hast in dem ganzen Supermarkt dann schon Stille Nacht, Heilige Nacht gehört. Ne? Und ich denke so,
Alter Schwede, so Ende November, so Stille Nacht, Heilige Nacht hören, das ist mir zu früh. Aber, in Deutschland kennst du das noch, da gab es die Spekulatius im August. Ist doch so, oder? Spekulatius im August. Kriegst du hier halt nicht. Also das ist alles ein bisschen später hier tatsächlich, weil die wollen natürlich im August noch die Halloween-Candies verkaufen. Also da finde ich, ja, die fangen hier früh an, aber nicht so früh wie in Deutschland. Nee, aber also du merkst schon, dass die Saison, ne, die geht jetzt auch schon Richtung Silvester so ein bisschen. Ne? Und wir haben noch gar nicht Weihnachten gehabt eigentlich. Also wenn wir dieses Video aufnehmen, ihr seht ja hier, ne, ist der zweite Advent vorbei, wir nähern uns dem dritten Advent. Und ja, natürlich, es ist ein Riesengeschäft hier auch. Ne? Ja, aber nochmal hier zu dem auf dem Wasser. Ich möchte unbedingt, dass du da ein bisschen was reinschneidest, weil ich habe da ganz viel aufgenommen für euch, damit ihr da mal so einen Einblick bekommt, wie das wirklich hier aussieht. Weil das ist nämlich richtig, richtig toll. Bitte schneid das da rein. Ich schneid euch das rein. Danke. So ist das. Danke. Und Nikolaus, ne, Santa Claus, wir waren jetzt bei der Weihnachtsbaumerleuchtung. Es gibt die ersten Kommentare. Santa Claus ist nicht Nikolaus, ist auch nicht der Weihnachtsmann. Das ist doch egal. Der Mann in Rot von Coca-Cola. So, den, also ich habe tatsächlich meine Familie dazu genötigt, bei dieser Weihnachtsbaumerleuchtung Downtown, ein Foto mit dem Original Coca-Cola beim Coca-Cola-Stand. Also das Coole an dem Typen war halt, der hat keinen aufgeklebten Bart gehabt, ne, sondern der hatte wirklich so einen grauen, weißen Bart. Ne, und genau. Der war knuffig. Der war super süß. Und ich fand auch knuffig, dass direkt daneben so ein Topf stand mit Trinkgeld. Ja. Und eine kleine Elfe, die Fotos für uns gemacht hat. Nein, aber ich habe wirklich meine ganze Familie dazu genötigt, ein Bild dort zu machen, ob sie wollten oder nicht. Aber das passte einfach an dem Tag. Wisst ihr? Du weißt ja, guck mal, unsere Kinder sind ja ein bisschen älter, ne? Irgendwie 20 und 18. Ne? Natürlich ist denen das peinlich. Ja, klar. Wir sind sowieso so peinlich. Ist unser Job. Weil wir immer filmen, sind wir peinlich. Ist unser Job. Naja, mein Job ist meine Passion. Nein, peinlich zu sein Ach so, für die peinlich Kinder. Ja, das stimmt wohl. Ja, wunderbar. Ja, Weihnachtszeit. Was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ne? Also Heiligabend und ersten Weihnachtstag machen wir wie zu Hause in Deutschland auch. Ne? Da haben wir unsere Tradition. Ne? Da spiele ich jetzt nicht mit wie die Amerikaner. Für uns ist Heiligabend das Fest. Ne? Und für die Amerikaner ist das der erste Weihnachtstag. Für dich war auch immer der erste Weihnachtstag, ne? Weil du ja holländische Wurzeln hast. Ja, jetzt ist es raus. Aber das haben wir in Deutschland ja auch gemacht. Also wir waren Heiligabend dann immer bei meinen Eltern oder die waren bei uns, haben Bescherung gemacht und dann haben wir am ersten Weihnachtstag für uns Bescherung gemacht. Genau. Und das machen wir hier natürlich auch so. Ne? Absolut richtig. Nur dieses Jahr kommen deine Eltern und darüber freue ich mich wahnsinnig. Die werden wir abholen und denen werden wir auch nochmal eine richtig schöne Zeit hier haben und vielleicht auch nochmal das ein oder andere Lichtlein zeigen. Mit Sicherheit. Ne? Also was wir bis jetzt erlebt haben, ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig toll. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich meine, wir haben noch 2 Wochen bis Weihnachten. Und da wird Oster noch eine ganze Menge zu bieten haben. Und in einer Christmas Bar waren wir schon mit Freunden die Tage. Wir werden bestimmt noch in 1 oder 2 gehen. Ich habe den André heute schon genervt. Wisst ihr, letztes Jahr gab es 14 Pop-Up-Bars in Austin und dieses Jahr gibt es fast 50. Ich bin mir sicher, wir werden nicht alle besichtigen können. Aber also das Fazit ist ja so, die Amerikaner, die feiern sehr lange, ne, und sehr ausgiebig hier, weil die das halt als Saison sehen und nicht, also klar, die Weihnachtszeit in Deutschland ist natürlich, hast du recht, ist ja auch die Adventszeit. Ne? Aber ich habe den Eindruck, hier gibt es halt auch jeden Tag ein neues Highlight. Ne? Also es gibt ja nicht so Advents-Events in Deutschland. Klar gibt es noch mal ein gemeinsames Singen oder sowas, ne, was man macht. Aber dass man jetzt sagt, irgendwie, ja, da ist eine Adventsbar. Ne? Was willst du machen in der Adventsbar? Willst du da 4 Kerzen aufstellen und sagen, hui? Aber ich bin mir sicher, also das interessiert mich jetzt wirklich. Gibt es Weihnachtsbars in Deutschland mittlerweile? Gibt es so total dekorierte Bars, wo die Cocktails Weihnachtsnamen haben? Heute, ne, was hast du für einen getrunken? Santa Baby. Santa Baby. Und der war gar nicht mal gut. Der roch schon so. Das war aber auch mein Fehler, weil ich dachte, ich habe nicht darauf geachtet, dass das Sage-infused Wodka war. Und Sage ist Salbei. Salbei-Wodka. Nee. Vielleicht hören wir auch, also vielleicht trinken wir einfach nur noch Wasser jetzt. Das ist auch einfach viel gesünder. Ja, aber das ist eine gute Frage. Ne? Also gibt es in Deutschland auch so Weihnachtsbars, so Weihnachts-Pop-Ups? Ne? Also mit Pop-Up-Bars meinen wir Bars, die sonst einen ganz anderen Betrieb haben, aber nur für die Weihnachtszeit umgebaut werden, umdekoriert werden, wie das hier gang und gäbe ist. Das würde mich wirklich interessieren. So, ansonsten war das von unserer Seite heute. Guck mal, wir haben fast eine halbe Stunde gequasselt über Weihnachten und Thanksgiving. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und konntet uns auch folgen durch den manchmal wirren Unterhaltungen, die wir hier haben. Aber mein Gott, wir bereiten halt nichts vor. Ne? Wir setzen uns hier hin und quasseln, als wären wir
gerne hier Gastgeber und quassel mit euch. Ihr folgt uns bitte auch auf allen anderen Kanälen, gerade so Instagram und sowas. Da Ja, ich bin total unterfollowed. die Tina ist unterfollowed, also folgt mal der Tina hier. Die macht da viel mehr als ich, weil die immer so ein bisschen Alltag auch Das da stimmt ja reinbringt. gar nicht. Du machst ja viel besser. Und Ja, deins ist ja schon viel cooler. Meins ist ja nur ich quassel immer irgendwas. und provoziere, aber du machst halt immer ein bisschen mehr schönere Eindrücke. Also folgt der Tina auf Instagram, TikTok und wo sie immer noch unterwegs ist. Ja, ansonsten geht's hier weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir haben noch sehr, sehr viel vor hier in diesem Land. Und das nächste Video, das kommt mit Sicherheit vielleicht am Wochenende sogar schon. Ja, genau. Ich gucke mal, ob ich euch direkt mal mitnehme, wenn ich unterwegs bin und meine Weihnachtseinkäufe mache. Ich glaube, das Oje, ist auch spannend. Das macht das Christkind doch. Für das Christkind. So. Also in diesem Sinne. Hat Bis Spaß bald. gemacht. Bis denn. Bye. Ciao.